Es gibt Momente im Leben, in denen alles irgendwie schwerer erscheint. Plötzlich scheint nichts mehr zu funktionieren. Und du fragst dich vielleicht, was falsch läuft, ohne eine klare Antwort zu finden. Oftmals sind es nicht nur die äußeren Umstände, sondern tiefergehende Einflüsse, die uns in diesen Zuständen festhalten. Ein spiritueller Angriff ist nicht immer offensichtlich, aber kann sichtlich, aber kann Menschen sich aufsatteln, aber mächtigen. Es geht nicht darum, Furcht zu schüren, sondern darum, dich aufzuklären und zu stärken. Denn wenn du wüsstest, was wirklich passiert, kannst du dagegen vorgehen. In diesem Video werde ich dir die häufigsten Anzeichen zeigen, dass du vielleicht unter einem spirituellen Angriff stehst und wie du zurückkämpfen kannst, was wir nicht wissen, wissenschaftlich Studien belegen, dass negative Energien oder anhaltender Stress können tatsächlich zu körperlichen Symptomen und geistiger Erschöpfung führen. Doch es gibt Hoffnung. Mit den richtigen Schritten kannst du den Gleichgewicht wiederfinden und dich vor den gleichwitzigen Angriffen schützen. Bleib dran, denn die Zeichen, die du vielleicht übersehen hast, könnten der Schlüssel zu deiner inneren Stärke sein. Manchmal fühlst du dich von einem tiefen Gefühl der Angst oder Furcht überwältigt, ohne dass es dafür einen offensichtlichen Grund gibt. Die Art von Angst ist nicht die alltägliche. Diese Art von Angst ist nicht die alltägliche Sorge Arbeit oder wie sie. Sie tritt plötzlich auf, oft in Momenten, in denen du eigentlich ruhig und zufrieden sein solltest. Spirituelle Angriffe beginnen oft im Geist, indem sie den inneren Ruhe stören und dich aus dem Gleich in Gleichschwitz bringen. Es ist wichtig zu verstehen, dass solche Gefühle nicht mehr aus deinen eigenen Gedanken oder Emotionen kommen. Negative Energien, die dich umgeben oder auf dich wirken, können diesen Zustand auslösen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass anhaltender Stress und Angst das Nervensystem stark belasten und langfristig zu körperlichen und seelischen Schaden führen können. Doch du musst nicht in dieser Angst verharren. Der erste Schritt, um dagegen anzukämpfen, ist das Bewusstsein, dass diese Gefühle oft nicht aus deinem Inneren stammen. Sie sind deine Störung, die sie spirituell stark untergraben will. Gebet, Meditation oder einfach Atemübungen können dir helfen, dich weiter zu konzentrieren und inneren Frieden zu finden. Das Ziel ist es, diese Ängste nicht zu ernst. Sie ist das Nächste zu konfrontieren, indem du dich auf die spirituellen Praktiken konzentrierst und Frieden in deinem Inneren findest, kannst du diesen Angriffen widerstehen. Denke daran, dass du nicht allein bist. Du hast Nacht deine negativen Energien zu überwinden. Ein weiteres deutliches Zeichen, dass du unter einem spirituellen Angriff stehen konntest, ist der plötzliche Verlust deines spirituellen Leidenschaft. Du warst wie erlebt einmal tief verbunden mit deinem Glauben, deinen spirituellen Praktiken oder deiner inneren Zustand Sinn, aber nun fühlt es sich so an, als ob dieses sich so
an als ob dies Tier erloschen ist. Dies Form des Angriffs ist besonders gefährlich, weil sie oft langsam und schleichend kommt. Zunächst übersiehst du wählst, dass du die Energie, meditational oder spirituellen Routine vernachlässigst. Bis du ein Stage merkst du dich, weißt du, nirgends dass du eins. Der Verlust der spirituellen Leidenschaft kann sich wie eine nähere Leere anfühlen. Dinge, die dir früher wichtig waren, erscheinen plötzlich bedeutungslos. Das ist kein Zufall, sondern eine gezielte Störung, die darauf abzielt. Störung, die von deinem spirituellen Kern, spirituelle Angriffe zielen, oft darauf ab, dich von der Quelle deines Friedens und deiner Kraft zu entfremden, damit du anfälliger wirst für andere negative Einflüsse. Doch auch hier gilt, du kannst die Kontrolle zurückgewinnen. Der erste Schritt besteht darin, diesen Zustand zu erkennen und bewusst kleine Schritte zu unternehmen, um wieder in Kontakt mit deinem spirituell Selbst zu treten. Beginne mit kleinen Ritualen. Wie erlebt ein tägliche Dankbarkeitsübung, ein kurzes Gebet oder das Lesen inspirierender Texte. Wichtig ist, dass du nicht darauf wartest, dass die Leidenschaft von allein zurückkehrt, sondern aktiv Schritte unternimmst. Mit jedem kleinen Schritt kehrt die Verbindung zu deinem Glauben und deiner inneren Stärke zurück und du wirst merken, dass der spirituelle Angriff an Macht verliert. In weiter starkes Anzeichen für einen spirituellen Angriff ist, wenn du plötzlich mehr Konflikte und Spannungen in deinen engen Beziehungen erlebst. Dies können familiäre Beziehungen, Freundschaften, Treffenschaften. Sowohl Harmonie und Verständnis herrschen, tauschen nun Missverständnisse, Streit und Entfremdung auf. Diese Konflikte können dich emotional erschöpft und dich dazu bringen, dich von den Menschen zurück zu hin, dich von den bei eigentlich nahe spirituelle Angriffe zielen oft darauf ab, diese wichtigen Verbindungen zu schwächen, weil Beziehungen eine zentrale Rolle in deinem Leben und deinem Leben und deinem Wohlbefinden spielen. Negative Energien nutzen oft kleine Missverständnisse oder verletzte Gefühle, um größere Graben zu schaffen, die den Vertrauen und den Vertrauen und die Liebe zu anderen untergraben. Was Einstein in fasche Diskussion war, kann sich schnell zu einem ernsten Konflikt entwickeln, wenn du dich in einem solchen Angriff befindest. Es ist wichtig, diese Konflikte nicht nur als normal Spannungen zu sehen, sondern auch zu hinterfragen, ob sie möglicherweise das Ergebnis einer spirituellen Störung sind. Um diesen Angriff abzuwehren, ist es entscheidend, praktisch zu handeln. Das bedeutet, bewusst Vergebung zu üben und ehrliche Gespräche zu führen und geduldig zu sein. Beziehungen brauchen Fleisch und Verständnis, vor allem in Zeiten Das Gebet für Heilung in deinen Beziehungen oder das Inholen spiritueller Führung kann ebenfalls helfen, weiter Harmonie und Frieden herzustellen. Denke daran, der Fan zielt darauf ab, dich zu isolieren, weil du in der Gemeinschaft mit anderen Menschen starke und Unterstützung findest.
Indem du an denen Besehungen arbeitest, kannst du den Angriff wehren und wieder zu einem Gefühl von Wehren. Ein weiteres klares Anzeichen für einen spirituellen Angriff sind anhaltende Negativgedankengänge. Diese Art von Gedanken kann sich in Form von Selbstzweifel, übermäßiger Kritik an dir selbst oder einem Gefühl von Hoffnungslosigkeit äußern. Solche Gedanken sind nicht nur belastend, sondern können den Selbstbewusstsein und den Motivation ernsthaft untergraben. Sie sind oft schwer zu erkennen. Sie sich leicht zu erkennen, weil sie sich schlichtend in den Geist einschließen. Spirituelle Angriffe nutzen Negativgedanken, dich von deinem wahren Wort abzulenken. Sie zielen darauf ab, dein Selbstbild zu verzehren und dir das Gefühl zu geben dass du nicht genuin bist, du es nicht verdient. Glücklich an. Diese inneren Angriffe sind äußerst gefährlich, weil sie dich davon abhalten können, dein volles Potenzial zu entfalten und den Spiritual Reise fortzusetzen. Doch es ist möglich, diese negativen Gedankengänge zu durchbrechen. Ein erster Schritt ist das Erkennen, dass diese Gedanken nicht die Realität widerspiegeln, sondern ein Zeichen dafür sind, dass du angegriffen wirst. Positive Affirmationen können ein mächtiges Werkzeug sein, deinen Geist neu auszurichten. Indem du dir selbst täglich liebevolle und ermutigende Wort sagst, stärkst du die innere Überzeugung und widerstehst den negativen Einflüssen. Zudem kann es helfen, sich mit positiven Menschen und spirituellen Quellen zu umgeben, die dir dabei helfen, deinen Fokus wieder auf das Gute zu richten. Negativgedankengänge verlieren an Kraft, wenn du dich bewusst dafür entscheidest, dich auf das Licht und die positiven Aspekte deines Lebens zu konzentrieren. Du hast die Macht, dies geistigen Angriffe abzuwehren, indem du denen gehst mit Positivität und Hoffnung. Ein weiteres häufiges Zeichen eines spirituellen Angriffs ist ein unerklärlich Müdigkeit und ein ständiger Mangel an Motivation. Du fühlst dich plötzlich erschöpft, selbst nach einer erholsamen Nacht, und es fällt dir schwer, selbst die einfachsten Aufgaben zu bewältigen. Diese Art von Erschöpfung geht oft über normal körperliche Müdigkeit hinaus. Es ist eine artseelische Erschöpfung, die sich auf dein gesamtes Wesen auswirkt. Und den Geist, den Körper und den Geist. Spirituelle Angriffe zielen oft darauf ab, dich in einen Zustand der Lethargie zu versetzen, weil sie wissen, dass du in diesem Zustand weniger in der Lage bist, die in einen spirituellen Weg fortzusetzen. Müdigkeit kann dazu führen, dass du die spirituellen Routinen vernachlässigst, weniger betest oder meditierst und dich immer mehr von deinem inneren Gleichgewicht entfernst. Diese Erschöpfung kann dazu führen, dass du dich verloren. Es ist wichtig, diesen Zustand ernst zu nehmen und zu erkennen, dass nicht nur körperlicher Natur ist. Manchmal sind solche Erschöpfungszustände ein Zeichen dafür, dass du dich in einem spirituellen Kampf befindest. Dagegen anzukämpfen, ist es notwendig, deinen Körper
und Geist bewusst zu ernähren. Gib dir die Erlaubnis, dich auszuruhen, wenn du es brauchst, aber achte darauf, dass du dabei nicht die darf, dass du dabei nicht die spiritual Praxis eine Kombination aus körperlicher Selbstversorgung, wie ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung und Bewegung, zusammen mit spiritueller Versorgung, wie Gebet, Meditation oder dem Lesen von inspirierenden Texten, kann dir helfen, diese Schöpfung zu überwinden. Je mehr du die Energie aufbaust und dich auf das konzentrierst, was dich innerlich stärkt, desto weniger Macht haben diese Angriffe über dich. Denke daran, du hast die Kraft, dies Phase zu überstehen und weiter zu deinem inwetes Anzeichen für einen spirituellen Angriff sind unerklärlich körperliche Symptome. Du konntest plötzliche Kopfschmerzen, Magenschmerzen oder allgemeines Unwohlsein verspüren, ohne dass es dafür ein klar medizinische Ursache gibt. Diese Symptome tauchen oft aus dem Nichts auf und sind hartnäckig, selbst wenn du versuchst dich zu entspannen oder medizinische Hilfe in Anspruch nimmst. Oft fühlt es sich so an, als würde dein Körper Jane Deitch arbeiten. Spirituelle Angriffe wirken nicht nur auf den Geist, sondern auch auf den Körper. Die Verbindung zwischen Geist und Körper ist tief, und wenn die ein spirituelles Glitch gestört ist tief geschwitzt gestet, des in Form von körperlichen Beschwerden also. Es ist, als ob die negativen Energien, die dich angreifen, auch deinen Körper schwächen wollen, sich noch mehr von deinem Weg abzubringen. Diese Symptome können dich dazu bringen. Die Symptome können dich dazu bringen, zu Angriff. Um diese Art von Angriffen zu begegnen, ist es wichtig, sowohl deinen Körper als auch deinen Geist zu pflegen. Achte darauf, deinen Körper gut zu versorgen, aber erkenne auch, dass es sich hierbei mehr als nur körperliche Beschwerden handeln konnte. Spirituelle Heilungspraktiken wie Gebet, Meditation oder das Aufsuchen von Heilungszeremonien können dir helfen, das Gleichgewicht in deinem Körper wiederherzustellen. Es geht darum, die Symptome nicht nur auf physischer Ebene zu behandeln, sondern auch die spirituellen Ursachen zu berücksichtigen. Je mehr du dich auf Heilung und spirituelle Reinigung konzentrierst, desto mehr kannst du diese Symptome lindern. Denke daran, den Körper und den Geist, aber wenn du dich spirituell stärkst, kann dein Körper beginnen, sich zu erholen und widerstandsfähiger gegen diese Angriffe zu werden. Ein weiteres deutliches Zeichen für einen spirituellen Angriff ist die verstärkte Konfrontation mit Versuchungen. Plötzlich scheinst du von Dingen, die du bereits überwunden, gleich du bereits überwunden glaubtest, wieder angezogen zu werden. Alte Gewohnheiten, schädliche Verhaltensweisen oder negative Denkmuster kehren zurück, oft in einer Weise, die dich völlig unvorbereitet trifft. Diese Versuchungen sind nicht zufällig. Sie sind darauf ausgelegt, dich von deinem spirituellen Weg abzulenken und dich in alte Muster zurückzuwerfen, die dich von deinem wahren Selbst entfernen.
In Momenten der Schwach oder spirituellen Erschöpfung erscheinen Versuchungen besonders verführerisch. Ob es alte Laster, destruktive Beziehungen oder selbstschädigendes Verhalten geht, des Angriffe Seelen darauf ab, dich zu destabilisieren. Was besonders gefährlich ist die Tatsache, dass diese Versuchungen oft subtil und harmlos erscheinen, nur dann tiefgreifende Schaden in deinem Leben zu verursachen. Gegen diese Angriffe vorzugehen, ist es wichtig, wachsam zu bleiben und die inneren Grenzen zu stärken. Vertrau auf die Selbstdisziplin und die Selbstdisziplin, Versuchungen zu widerstehen und zu widerstehen. Ein stark spirituelle Praxis, wie regelmäßiges Gebet oder Meditation, kann dir helfen, dich innerlich zu festigen und die Willenskraft zu stärken. Oft ist es auch hilfreich, dich mit Menschen zu umgeben, die dich auf deinem Weg unterstützen an dich. Indem du die Versuchungen erkennst und dich bewusst entscheidest, ich nicht nachzugeben, stärkst du den inneren Stark. Jeder Moment, in dem du eine Versuchung widerstehst, bringt dich nachher zu deinem spirituellen dich nachher zu deiner spirituell negativ. Du bist stärker, als du denkst, und mit jedem Schritt des Widerstands wirst du kraftvoller. In weiters Siegen, dass du unter einem spirituellen Angriff stehen konntest, ist das Auftreten von Verwirrung und Zweifel. Plötzlich scheinst du unsicher über Entscheidungen, die du bereits getroffen hast, oder zweifelst an dem spirituellen Weg, den die früher klar und sinnvoll waren, erscheinen dir plötzlich fragwürdig. Dieser Zustand der Verwirrung kann lahmend sein und dich davon abhalten, dein Leben mit Zuversicht an Klarheit voranzutreiben. Spirituelle Angriffe zielen oft darauf ab, die innere Überzeugung zu erschüttern. Sie schaffen Zweifel an deinem Glauben, deinen Fähigkeiten und deinem Lebensweg, dich aus der Balance zu bringen. Zweifel können dich davon abhalten, mutige Schritte zu unternehmen oder die notwendigen Entscheidungen zu treffen, die dein spirituelles Wachstum fordern. Dies Zweifel nagen an dein Selbstvertrauen und schaffen ein inneres Selbstvertrauen und schaffen eine Erinnerung, diesen Angriffen zu widerstehen, ist es wichtig, wieder eine Verbindung zu deiner inneren Weisheit und deinem Vertrauen in dich selbst herzustellen. Nimm dir Zeit, dich zurückzuerkennen. Die Meditation, Gebet oder das Schreiben eines Tagebuchs können dir helfen, Klarheit zu gewinnen und den Nebel der Verwirrung zu durchbrechen. Es kann auch hilfreich sein, den Rat von Mentoren oder spirituellen Leitern zu suchen, die dir helfen, weiter klar sich auf den Weg zu. Verwirrung und Zweifel sind normal, aber sie sollten dich nicht davon abhalten, voranschreiten. Wenn du dich auf dein inneres Wissen und die spirituelle Praxis konzentrierst, wirst du feststellen, dass diese Phasen der Unsicherheit vorübergehen und du mit nur Klarheit und Entschlossenheit ausrichtest. Indem du Zweifel bekämpfst, stärkst du die spirituelle Überzeugung und bleibst fest auf deinem Weg. Ein weiteres, klarsichern
eines spirituellen Angriffs ist der ständig Mangel an innerem Frieden. Du fühlst dich unruhig, nervös und kannst kein Momente der Ruhe finden, selbst in Situationen, in denen du normalerweise entspannt warst. Dies innere Unruhe begleitet dich durch den Tag und holt dich auf nachts wach, weil du das Gefühl hast, dass etwas nicht Gefühl hast, als etwas nicht du es nicht genau benennen kann. Dies fehlende innere Ruhe kann extrem belastend sein, dass sie die Fähigkeit beeinträchtigt, dich zu konzentrieren, Entscheidungen zu treffen und dienen zu treffen und die innere Stabilität zu bewahren. Spirituelle Angriffe zielen oft darauf ab, genau diesen Frieden zu stören. Ohne inneren Frieden bist du anfälliger für negative Emotionen wie Angst, Wut oder Frustration. Diese Emotionen können die Anpassungsvermögen oder Frustration. Anhaltende Unruhe kann zudem zu physischen Symptomen führen, wie Schlaflosigkeit oder erhöhte Stressbelastung, was dich weiter aus dem Gleichgewicht bringt. Diesen inneren Frieden wieder zu erlangen, ist es wichtig, bewusst Raum für Still und Reflexion zu schaffen. Praktiken wie Achtsamkeit, Meditation oder Gebet können dir helfen, dich wieder mit deinem inneren Selbst zu verbinden und diesen Frieden mit deinem inneren Selbst zu weinen, indem du dich auf die Atmung konzentrierst und lernst, im Moment zu leben, kannst du beginnen, diese Unruhe zu bekämpfen. Auch das Pflegen einer ruhigen Umgebung, in der du dich sicher und geborgen fühlst, kann eine entscheidende Rolle dabei spielen, weiter in dich. Vergiss nicht, dass der innere Frieden ein Zustand ist, den du kultivieren kannst, egal wie groß der äußere Sturm ist. Mit Geduld und Hingabe wirst du feststellen, dass du die Kontrolle über die innere Welt zurückerlangen und den spirituellen Arm. Ein weiteres eindeutiges Zeichen eines spirituellen Angriffs ist das Gefühl der Isolation. Du spürst wirklich den Drang, dich vom Freunden, Familie oder deiner spirituellen Gemeinschaft zurückzuziehen, was früher ein Quell der Unterstützung und des Austauschs war, erscheint dir plötzlich belastend oder uninteressant. Du findest dich immer öfter in Einsamkeit wieder. Nicht nur physisch, sondern auch emotional und spirituell. Diese Isolation kann schleichend kommen und dich langsam von den Menschen trennen, die dir normalerweise Kraft geben. Spirituelle Angriffe zielen oft darauf ab, dich zu isolieren, weil die Verbindung zu anderen Menschen eine wichtige Quelle des Stark ist. In der Gemeinschaft findest du Ermutigung, Verständnis und oft auch Lösungen hier allein nicht. Wenn du isoliert bist du anfälliger für negative Gedanken und Zweifel, da du den positiven Einfluss von außen nicht mehr wahrnimmst. Isolation schwächt nicht näher wahrnimmst. Isolation schwächt nicht nur die emotionalen Bindungen in spiritual. Es ist wichtig zu erkennen, dass dieses Verlangen nach Rückzug oft ein Zeichen dafür ist, dass du angegriffen wirst. Dagegen anzukämpfen, solltest du bewusst Kontakt zu den Menschen suchen. Es kann hilfreich sein, offene Gespräche zu führen
oder spirituelle Treffen und Gemeinschaftsaktivitäten wieder in den Alltag zu integrieren. Manchmal reicht es nur in der Nähe anderer zu sein, dich daran zu erinnern. Gemeinschaft ist ein wesentlicher Bestandteil der spirituellen Reise. Indem du dich wieder mit anderen verbindest, kannst du den Angriff der Isolation überwinden und zu einer stärkeren, geerdeten Version deiner selbst zurückfinden. Du wirst feststellen, dass die Unterstützung und das gemeinsame Gebet oder spirituelle Praktiken dir helfen, die innere Balance wiederherzustellen und die innere Balance wiederherzustellen und die Isolation zu durchbrechen. Nachdem wir nun die häufigsten Zeichen eines spirituellen Angriffs besprochen haben, ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass du nicht machtlos bist. Spirituelle Angriffe mögen subtil oder überwältigend erscheinen. Der Schlüssel liegt darin, wachsam zu sein und bewusst Maßnahmen zu ergreifen, um die spirituelle, mental und körperliche Gesundheit zu stärken. Zuerst einmal ist das Bewusstsein, dass du angegriffen wirst, der erste und wichtigste Schritt. Sobald du die Zeichen erkennst, kannst du aktiv handeln. Gebet, Meditation und die Rückkehr zu den spirituellen Praktiken sind kraftvoll, wirksam die inneres Gleichgewicht. Es ist essentiell, dich bewusst mit deiner spirituellen Quelle zu verbinden. Sie es durch das Lesen heiliger Texte, das Aufsuchen eines spirituellen Mentors oder das Einverchalmen von Stil und Reflexion. Darüber hinaus solltest du deinen Körper und Geist gleichermaßen pflegen. Spirituelle Angriffe schwächen, oft bei der Bereich, regelmäßig Selbstversorgung, kein Schlaf, gesunder Ernährung und Bewegung können dir helfen, widerstandsfähiger zu werden. Gleichzeitig ist es wichtig, dich von negativen Einflüssen zu distanzieren, die den Angriff verstärken konnten. Sie ist durch negativ gegangen, toxisch Beziehungen oder schädlich umgebunden. Nicht zu vergessen ist die Bedeutung der Gemeinschaft, indem du dich mit anderen verbindest, die denselben spirituellen Weg gehen oder dich unterstützen können, erhältst du Kraft und Ermutigung. Es ist leichter, Angriffe zu bekämpfen, wenn du weißt, dass du nicht allein bist. Die Gemeinschaft bietet Schutz, Trost und die Unterstützung, die du brauchst, um stark zu bleiben. Indem du die Schritte befolgst, wirst du feststellen, dass du die Kontrolle über den spirituelle Reise zurückerlangen kannst. Spirituelle Angriffe mögen kommen, aber mit der richtigen Haltung, spirituellen Werkzeugen und einer unterstützenden Gemeinschaft kannst du sie überwinden und stark daraus hervorgehen.